herzlich willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt. Und zwar wollen wir heute unseren selbstgebauten Kompressor, wie ihr im Hintergrund seht, mal ein bisschen eine Wartung verpassen. Und wir müssen dem Kompressor den Lüfter entwenden, denn den Lüfter brauchen wir da oben, in einem schwarzen Loch. Dort oben haben wir eine Absaugung gebaut oder bauen wir gerade eine Absaugung. Dafür brauchen wir das Gerät, den Drehstromlüfter, damit wir hier ordentlich das Volumen rauskriegen. Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie unser Kompressor funktioniert, den wir selber gebaut haben. Darüber könnt ihr ein bisschen staunen. Viel Spaß beim Video. Der Stellplatz für unseren Kompressor ist oben auf dem Dachboden. Dafür haben wir uns damals entschieden, als wir den gebaut haben, weil wir unten in der Scheune einfach keinen Platz für so ein Gerät haben. Das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir über einen Kran verfügen, der das ziemlich in die Nähe des Stellplatzes ziehen kann. Also ohne diesen unglaublich praktischen Kran würde der wahrscheinlich nicht auf der Scheune wohnen. Und dann seht ihr hier auch gleich noch ein paar andere Raffinessen unserer Werkstatt. Zum einen haben wir das große Schiebetor mit Schlupftür. Das Schiebetor ist isoliert. Innen die Werkstatt ist normal mit einem Heizkörper beheizt und im Winter auch schön muggelig warm. Aber wenn man größere Sachen hat, wie zum Beispiel jetzt hier den Kompressor, wäre es ja nicht möglich, das durch die kleine Tür zu schieben. Wir haben in der Werkstatt auch schon einen kleinen Traktor mal repariert. Also ihr seht, mit dem Tor ist einiges möglich. Hier seht ihr auch schon das nächste Highlight unserer kleinen Werkstatt, nämlich unsere Werkbank. Die ist nicht nur fahrbar, sondern auch hydraulisch höhenverstellbar, wie ihr gerade seht. Das heißt, wir können die mit einer hydraulischen Handpumpe heben und mit einer Absenkdrossel wieder senken. Das ist unheimlich praktisch, wenn man höhere Sachen auf die Werkbank packt. Da braucht man an der Werkbank nicht rumklettern oder muss das Bauteil auf den Fußboden stellen. Man senkt einfach den Tisch ab. Das finden wir sehr elegant und unheimlich praktisch. Das ist eigentlich mit so das nützlichste Gerät unserer ganzen Werkstatt. Außerdem können wir so ungefähr 1 Tonne Zuladung auf die Werkbank bringen. Und so sieht unser schöner Kompressor von außen aus. Ihr seht, schlichte Eleganz im Bauhausstil mit einem Kühlergrill angelehnt an die glorreichen Fahrzeuge der 60er Jahre. Eine kleine Hommage an die innerlich verbauten Komponenten, die wohl aus demselben Jahrzehnt stammen. Doch betrachten wir einmal das Kunstwerk von der gegenüberliegenden Seite. Hier erkennt der Laie vielleicht einen lieblos herangepfropften Industrielüfter. Ja, vielleicht sogar nur eine mit Holzleisten rangeklemmten Miefquirl mit Freiluftverkabelung. Doch wie jeder international anerkannte Kühlschrankbesitzer weiß der Fachmann die inneren Werte mehr zu schätzen, als es die äußere Form anmuten lässt. Ach, das ist nur hingeklemmt und locker machen. Das ist ja unprofessionell, Leo. Das war so eine. Das muss schnell gehen. Das musste ganz schnell gehen, wir brauchen einen Kompressor.
So, das hier ist nämlich der Lüfter von unserem Kompressor. Das heißt, der sorgt dafür, dass die einzelnen Kompressoren, kannst du ruhig weiterfahren, der sorgt dafür, dass die einzelnen Kompressoren da drinnen nicht überhitzen und dass die Verschlauchung, Verrohrung da drinnen nicht zu warm wird. Das haben wir nämlich auch schon erlebt. Der macht nichts weiter, außer das ganze Ding hier kühlen. Und den wollen wir, wie gesagt, als Belüftung für die Werkstatt nutzen. So, Platz haben wir gemacht. Hier soll wieder ein ähnlich großer Lüfter mit einem anderen Lüftungsprinzip rein. Der bis jetzt hat nur gezogen. Wir wollen jetzt einen, der hier richtig viel Volumen durchschiebt. Jetzt machen wir mal eine Anprobe, ob das überhaupt so alles so zusammenpasst. Oh, hä? So soll das Ding einwandfrei. Ist ja fast Ein bisschen ausschneiden hier. Ausschneiden und gut ist. Cool. Jetzt. Einmal frei. Ratz, ratz, ratz. So, das wird unser neuer Lüfter hier. Ist das ein Drehstromlüfter? Ja, gell? Ja. Drehstromlüfter der Firma Ilka. Das Baujahr 86, so wie es aussieht. Gefertigt nach der TGL 36865, wem das noch was sagt. Das war das gute Zeug. Hier mit Wartungshinweis, alles da, einwandfrei. Nachher neuer Lüfter, wird eingebaut, nehmen wir. Jetzt nochmal für alle die nicht wissen, warum wir jetzt hier noch einen extra Zusatzlüfter einbauen. Und zwar dient der dazu, um diese 6 Kompressoren, die hier aufgeschraubt sind, und diese schwarzen Leitungen, die ihr hier oben seht, was die Druckleitung ist, die hoch zum Tank geht, um die zu kühlen. Die erwärmen sich nämlich ganz schön stark während des Betriebs des Kompressors. Und dafür brauchen wir hier diese Zusatzkühlung. Die Zusatzkühlung ist auch so geklemmt, dass die immer läuft. Und zwar auch aus dem Grund, dass die Gummischläuche vor allem permanent gekühlt werden, auch wenn sie nicht pumpen. Also die erwärmen sich ziemlich stark. Fachlich ist es nicht ganz richtig. Hier müssten eigentlich Stahlleitungen rein. Haben wir aber nicht. Wir haben Gummileitungen. So. Und deshalb müssen wir die vernünftig kühlen. Und sind auch schon mal ein paar Gummileitungen um die Ohren geflogen, als wir hier einen kleineren Lüfter reingebaut haben. Der saß hier auf der Riemenscheibe bzw. in der Nähe von der Riemenscheibe. Wir hatten hier eine Übersetzung von der Riemenscheibe auf den kleinen Lüfter. Das heißt, der lief nur, wenn die Kompressoren liefen. Das heißt aber auch, dass wir die Wärme gar nicht wegbekommen haben mit dem kleinen Lüfter. Dabei ist ein Gummischlauch geplatzt. Der Gummischlauch ist in den Lüfter reingeflogen. Der Lüfter hat sich zerstört und das ganze Ding ist sehr geräuschvoll dahingeschieden. Deshalb haben wir auf Elektrolüfter umgebaut. So, also jetzt wisst ihr, warum wir hier einen Zusatzkühler brauchen. Ja. Wie ihr hier seht, nehmen wir hier die guten Schlitzmaschinenschrauben. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, wer die von euch noch kennt. Die sind eigentlich heutzutage ziemlich out. Die waren, glaube ich, auch vor 20 Jahren schon out. Aber wir haben sie noch da. Für so einen Schnulli hier können wir die ganz gut verwenden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die noch benutzt. Da ich vor ein paar Jahren auf die blöde Idee gekommen bin, den Kompressor selber zu bauen, also das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, was jetzt hier schon steht, würde ich euch mal ein paar Details zeigen. Kompressor ist also eines der wichtigsten Sachen in der Werkstatt, auch fürs Plasmaschneiden. Da kommt auch so ein bisschen die Notwendigkeit her, dass wir einen neuen Kompressor brauchten, weil unser Plasmaschneider relativ viel Luft braucht.
und wir nur ein kleines Gerät hatten. Wir sind dann auf die Idee gekommen, wir hatten noch so einen Kompressor rumliegen. Wer sich ein bisschen mit DDR-Technik auskennt, erkennt die. Die sind auf so ziemlich jedem Gerät, also W50, ZT, ich glaube auch Bagger T174 sind die verbaut. Und was ich gemacht habe, ich habe so über ein halbes Jahr bei Kleinanzeigen alle diese Kompressoren aufgekauft. Manche waren fest, manche gab es für einen Zehner. Keine Ahnung, Leute wollten die nicht mehr haben. Jedenfalls habe ich einfach mehrere solche Kompressoren besorgt, habe die wieder gangbar gemacht. Da wir vorrangig Volumen brauchten, haben wir uns entschieden, wir bauen mehrere von diesen Kompressoren ein, weil wir, ich sage mal, mit 8 Bar hinkommen. Das ist der normale Bremsdruck gewesen damals. Brauchten wir jetzt keinen super Riesenkompressor. Angetrieben werden die Kompressoren, also die Drehrichtung ist egal bei denen, deswegen sind die links wie rechts oder auch verkehrt rum angeordnet. Die hier, die stehen sich gegenüber. Die werden angetrieben über die Zentralwelle hier hinten. Da sind größere Riemenscheiben, die haben wir zugekauft, wieder mit diesen Taper-Buchsen, wie ihr sie von der Seilwinde schon kennt. Und angetrieben wird das Ganze mit einem 5,5 kW Elektromotor, den ich aus einer alten Wasserpumpe habe. Habe ich gleich die Kupplung übernommen. Und die Welle haben wir selber gebaut. Einfach ein paar Bocklager dazu, gibt es auch günstig bei eBay. Und fertig war der Kompressor. Naja, fast. Also wir haben so ein paar Sachen wie, das ist ein Teil, damit die Kupplung nicht verrutscht, weil die hat keine Matenschraube. Die Luftfiltergehäuse habe ich 3D gedruckt. Ich habe so ein A-Net, mit dem kann man so ein Spielchen machen, weil da hatte ich nichts mehr. Diese Patronen, die sind vom Moped, das war, ich glaube von der Schwalbe waren die eingebaut, ich glaube auch bei der S50. Lüfter habt ihr schon gesehen, haben wir eingebaut, ist wichtig, weil die sind luftgekühlt und da wir ja keinen Motor haben, der die anströmt, haben wir quasi hier einen relativ großen Lüfter eingebaut. Das Ganze geht hier oben auf ein Sammelrohr, das ist ein Vierkantprofil, habe ich zugeschweißt vorne und hinten und habe Hydraulik-Fittinge abgesägt, habe die verschweißt, wo die Schläuche drauf sitzen. Das sind Hydraulikschläuche, die habe ich entsprechend gekürzt. Ideal wäre hier natürlich Stahl, hatte ich damals nicht. Vom Sammelrohr ist hier ein Rückschlagventil eingebaut und hier geht noch eine kleine Steuerleitung zum Druckschalter hoch. Und hier, ich weiß nicht mehr so ganz, was ich mir da gedacht habe, ich vermute, das soll so eine Art Kühlspirale sein, weil die Luft relativ heiß wird. Eine Etage weiter oben haben wir hier den Elektrokasten und da der Motor mit 5,5 kW relativ groß ist, ich zeige euch mal den Druckschalter vorher. Das ist so ein kleiner 220, ne, der kann zwar schon 3 Phasen, aber würde die Leistung nicht schaffen. Deswegen schalte ich mit diesem Druckschalter nur einen Schütz. Hier ist er. Und da ich normal 5,5 kW mit Sterndreieck anlassen müsste, habe ich hier so einen Softstarter. Genau, ist ein Softstarter eingebaut, der quasi den Motor langsam hochfährt. Kann man hier einstellen. Was wir auch eingebaut haben, rein aus Interesse, ist mal ein Betriebsstundenzähler. Hier sieht man 18,9 Stunden ist er jetzt schon gelaufen. Gleich daneben, oben drauf, ich komme mal rum, ist ein 100 Liter Drucklufttank. Den haben wir neu gekauft, weil bei älteren Drucklufttanks weiß man immer nicht, wie lange die halten. Hier geht die Leitung von den Kompressoren rein und hier ist unser Schlauch, der über so eine Bajonettkupplung an unsere Werkstattverrohrung rangeht. Hier oben seht ihr so ein bisschen, mach scharf. Hier oben seht ihr so ein bisschen das ist im Prinzip eine Ringleitung, die geht einmal rundherum
in unserer Werkstatt und geht dann zu den einzelnen Stationen, wie hier die Bohrmaschine, Drehbank, hier Plasma schneiden und irgendwann hoffentlich mal auch die Fräse. Wir haben auch vor, das noch ein bisschen zu erweitern, aber momentan ist es erstmal das. Dieser Anschluss hier, den habe ich einfach nur von Tank hinten abgenommen. Der ist für unsere Sandstrahlkabine. Die steht auf derselben Etage oben auf der Scheune wie der Kompressor. Da können wir direkt rangehen. Und ja, hier unten normales Wasserventil zum Kondenswasser ablassen. Es kommt erstaunlich viel Kondenswasser. Da müssen wir uns eventuell noch was überlegen, dass wir das vielleicht noch in einem anderen Behälter zusätzlich absammeln. Ja, so hier ist die zweite Kompressorbank, möchte ich es mal nennen. Und sehr viel mehr ist es nicht. Also hier, ich weiß nicht, ob hier ist die Welle, das sind größere Räder, damit wir auf ein bisschen mehr Drehzahl kommen. Ich habe so versucht, ungefähr die Drehzahl wie beim LKW zu kommen. Für uns funktioniert das ziemlich gut. Und wir hatten jetzt nur die Problematik, dass der Lüfter, wie mein Bruder vorhin schon erzählte, der Lüfter mal kaputt gegangen ist und wir jetzt einen größeren reinbauen, um hier immer eine Kühlung zu haben. Beim letzten Mal ist uns, muss ich kurz überlegen, ich glaube hier, bevor der hier oben durchgeht, ist der so heiß geworden, dass der hier durchgeschmolzen ist. Und da ist ein Teil von hier, ist hinten in den Lüfter geflogen und hat den Lüfter zerstört und hier oben wedelte der Schlauch rum. Das war ein Höllenlärm. Wie ihr wisst, haben wir uns darauf spezialisiert, mit Sachen zu arbeiten, die wir noch haben. Das sieht man auch am Rahmen. Das ist Rechteckprofil, das ist ein alter Regalboden, den haben wir so genommen, wie er war. Deswegen ist er auch so groß, der Kompressor. Es passt zufällig alles. Und auch das sind solche Universalschienen. Da hatte ich noch ein paar liegen, ich weiß gar nicht, wo die her sind. Und außenrum haben wir einfach USB-Platten gemacht. Einmal um die Luft zu leiten, die warme Luft durchs Gerät. Zum anderen aber auch, weil der bei uns auf der Scheune steht, dass dort sich keine Katzen oder sonstige Tiere rein verirren und der Kompressor sich einschaltet und dann haben wir einen Salat. Deswegen werden wir hier unten auch noch entsprechend zumachen, dass hier kein Getier reinkriechen kann. So, jetzt müssen wir nur noch unseren 34 Jahre alten fabrikneuen Lüfter anschließen und ausprobieren. Herrlich, alles da. Service Manual und alle Brücken, die wir brauchen. Das sollte jetzt auf jeden Fall genug Kühlluft sein. So, Lüfter ist drin und läuft. Das nächste, was auf meinem Plan steht, ist Keilriemen nachspannen. Der ist so locker, den kann ich schon von Hand durchdrehen. Also der Kompressor, der hat wahrscheinlich oben nur noch geschliffen. Ich habe damals, wo wir das gebaut haben, hier Langlöcher reingemacht, aber leider sind die schon am Ende. Ich möchte jetzt aber auch keine neuen, kürzeren Keilriemen besorgen, weil es muss schnell gehen, ich habe auch keine Zeit. Deswegen werde ich den Kompressor jetzt nochmal abbauen und werde die Langlöcher ein bisschen verlängern, um den Riemen wieder zu spannen. Und ich werde das bei diesen 3 Kompressoren machen müssen, weil die sind alle am Ende und der würde zwar gehen, aber hier die beiden müssen wir auf jeden Fall nachspannen. Also baue ich jetzt die Kompressoren aus, sodass ich dann mit dem Plasmaschneider hier unten die Langlöcher einfach noch ein bisschen verlängern kann.
So, ich habe die beiden Kompressoren jetzt ausgebaut. Jetzt muss ich mit dem Plasmaschneider die Langlöcher erweitern. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Wir arbeiten gerade an dem Kompressor, mit dem wir normalerweise Plasma schneiden. Also habe ich gerade das Huhn- oder Ei-Problem. Ich werde mal versuchen, ob ich den mit 4 Kompressoren laufen lassen kann. Kann sein, er zerlegt sich selber. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Luft im Tank, damit ich Plasma schneiden kann. Manchmal klappt es halt nicht immer. So, ich habe schon mal Strom draufgegeben. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Jetzt einfach mal ein Keilriemen hochgebunden und den Wasser hochgebunden. Alles frei, da steht nur so rum. Das heißt, schalt mal ein. Haha, Glück gehabt. Die sollten jetzt groß genug sein. Wie gesagt, hier geht es nicht um Schönheit, hier geht es um Funktion. Ich zeige euch mal, das ist unser Spielzeuglüfter. Momentan, der braucht halt relativ lange, ehe er den Raum frei hat. Deswegen wollen wir den Lüfter, den wir jetzt hier abgebaut haben, vom Kompressor dann da oben dran machen, weil das ist ein richtiger, der Unterdruck erzeugt. Wie wir das machen, zeigen wir euch in einem anderen Video. Die langen Löcher sollten jetzt lang genug sein. Jetzt werden die Kompressoren wieder drauf montiert. Wer sich fragt, warum wir die nicht komplett abgebaut haben und an den Schlupfen aufgehangen haben, wir hätten jetzt die Gummischläuche abfummeln müssen und dann wieder drauf fummeln müssen. Das war beim ersten Mal schon ein Riesenkrampf. Deshalb lassen wir das einfach weg. Hat ja auch ganz prima funktioniert. Funktionstest. Der Kessel ist jetzt leer. Schalte einfach mal ein, dass ihr seht, wie schnell der den 100 Liter Kessel voll macht. Achtung! Wie ihr gesehen habt, braucht unser Kompressor mit 6 Zylindern für 100 Liter 8 Bar Druckluft 40 Sekunden. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das eine gute Performance ist, ob das viel ist, ob das wenig ist. Da habt ihr mit Sicherheit mehr Ahnung. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, ob das eine gute oder schlechte Leistung für einen Kompressor ist.
Ihr seid auch noch da. Wir sind jetzt fertig mit dem Kompressor. Er läuft wieder. Es war ein etwas ungewöhnlicher Eigenbau von uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, gerne auch ein Abo. Wir machen jetzt hier noch klar Chef fürs nächste Projekt und wir sehen uns beim nächsten Mal.